Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar wird es in diesem Video heute darum gehen, wie ich Hiragana lerne. Ich muss dazu sagen, dass ich es noch nicht vollständig beherrsche. Manche Hiraganen verwechsel ich. Und ich möchte einfach nur mit diesem Video ein paar Tipps geben, wie ich lerne und ja, zeigen, wie ich lerne. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen ein wertvoller Tipp dabei. Und ich gehe jetzt gleich rüber an den Rechner, weil da kann ich euch das am besten zeigen. Und dann nehmen wir uns gleich am Rechner. So, wir sind jetzt an meinem Rechner. So kann ich nämlich am besten zeigen, wie ich lerne. Und zwar, und das ist mein erster Tipp, um mit dem Lernen anzufangen, sich eine App zu holen. Und da würde ich euch folgende App empfehlen. Sie heißt, glaube ich, Hiragana Learn. Ich werde die aber unten noch verlinken. Und ich würde sagen, wir gucken uns die einfach mal zusammen an. So, das ist die App. Als ich angefangen habe, habe ich mit der obersten Kategorie begonnen. Choose the Hiragana. Und hier könnt ihr sehen, hat man verschiedene Kategorien. Und ich habe einfach mal mit der obersten Kategorie angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr die 50-Laute-Tafel mal gesehen habt. Ich werde die einfach mal jetzt einblenden. So, und wie ihr sehen könnt, fängt die 50-Laute-Tafel an mit A, I, U, E, O. Und mit Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Und mit Sa, Shi, Su, Se, So. Wie ihr gesehen habt, sind das sozusagen die ersten Laute. Und damit beginnt auch die erste Kategorie. Ich gehe da jetzt einfach mal rauf. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, wird auch nochmal die Silbe vorgelesen. Das ist ganz gut, damit man weiß, wie sich die anhört. Und ich habe dann am Anfang immer geraten. Also ich wusste natürlich nicht, was ist. Und ich habe dann einfach geraten. Und wenn ich jetzt das Falsche anklicke, ich klicke jetzt mal das Falsche an, dann wird es rot markiert. Und dann habe ich das Richtige gewählt. Das ist das oben rechts. Und dann springt er weiter. Und so habe ich das mir halt gemerkt. So, jetzt kommt wieder das. So, und dann habe ich wieder geguckt, welches kann das sein? Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es das, ist es nicht. Und es ist das unten links. So, und wenn du das jeden Tag machst, ich habe es wirklich jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen jeden Tag gemacht. Und es ging so schnell. Mittlerweile beherrsche ich halt fast das ganze Hiragana. Und damit konnte ich richtig, richtig gut lernen. Und jetzt würde ich euch aber nochmal zeigen, ich gehe mal eben zurück, was man noch für eine Möglichkeit hat. Genau, wie man schreiben lernen kann mit dieser App. Und das ist Write the Hiragana. Und da habe ich dann auch mit der obersten Kategorie angefangen, weil Schreiben ist ja nochmal schwieriger als... Hat's wieder vorgelesen. Schreiben ist ja nochmal schwieriger als einfach nur raten. Und hier wird einem nochmal angezeigt, wie man anfängt. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge. So, da fange ich jetzt mal mit dem ersten Strich an und mit dem zweiten. So, fängst du jetzt mit dem falschen Strich an? Fang mal hiermit an. Dann zeigt er direkt, okay, du musst mit dem grünen Strich anfangen. So. So, jetzt fängt er an, dir nur Punkte zu zeigen. Und im Verlauf verschwinden die Punkte irgendwann, sodass man halt selbstständig die Hiragana aufzeichnen muss. Und dabei werden die Hiragana immer wieder wiederholt. Und wenn ich immer wieder etwas falsch mache, springt er immer wieder zurück, sodass du wirklich einmal durch die Hiragana-Hölle musst. So, jetzt mache ich das mal falsch. So, zeigt er an, du hättest erst oben anfangen müssen. Und jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Und wenn du das immer machst, es geht so schnell, es ist so krass. Und das ist mein erster Tipp, um Hiragana zu lernen. So, jetzt möchte ich euch eine zweite App zeigen, die euch die Möglichkeit gibt, Hiragana und auch Katakana zu lernen. Was ich hier besonders toll finde, was die andere App nicht kann, ist, man hat einmal hier die Kategorie Study, die habe ich aber nicht genutzt, weil die finde ich nicht so gut. Wenn ich jetzt mal auf Hiragana gehe, dann kann ich halt auf das A oben links klicken, dann kann ich es mir vorlesen lassen und dann sehe ich einmal, wie das Hiragana aussieht, wie das Katakana aussieht, wie der ganz normale Buchstabe aussieht, den wir auch kennen und ja, die alte Fassung, also Hiragana Origin. Genau, und das finde ich, kann man natürlich sich angucken, zum einmal einprägen und zum ersten Mal anschauen ist vielleicht ganz gut, aber ich habe halt so gelernt, wie ich es eben gerade gezeigt habe. Was ich hier gerne nutze, ist die Quiz-Funktion.
Und hier hat man die Möglichkeit, alles zu testen oder halt nur bestimmte Reihen. Das finde ich ganz cool. Zum Beispiel, wir möchten jetzt nur die ersten Hiragana lernen. Dann suche ich mir das aus und kann bestimmen, welche Richtung ich haben möchte. Möchte ich mir den Buchstaben anzeigen lassen und das Hiragana oder 4 Hiragana-Zeichen dazu? Mache ich mal eben schnell. So, und dann zeigt er dir auch an, wie viel du korrekt hast. Und wenn du auf Details gehst, siehst du dann nochmal, wie gut du bist. Ich kann es aber auch umgekehrt machen, nimm mal noch eine Reihe dazu. Dass ich sage, okay, ich lese das Hiragana, jetzt muss ich sagen, was es ist. Ich mag diese Richtung persönlich lieber, weil du hast ja eher den Fall, dass du irgendwo auf der Straße, dass da etwas steht, ein Schild oder was weiß ich. Und dann willst du ja wissen, was das ist. Also so rum liest man ja eher. Also ich lese das, ich sehe das Zeichen, dann muss ich sagen, okay, ist es jetzt ein Q, ist es ein K, ist es ein E oder ist es ein K? So, in dem Fall ist es ein K. So, das müsste ein K sein. Jetzt mal falsch, dann auf den falschen Knopf, damit ihr sehen könnt gleich, wie die Statistik aussieht. So, das ist nämlich A. Jetzt sehen wir, 91% habe ich richtig. Wenn ich jetzt auf Details gehe, sieht man, okay, das A muss ich mir vielleicht nochmal einprägen. Dieser Tipp. Was ich noch mache ist, ich habe mir bei Amazon, linke ich auch, das ist spiegelverkehrt, ein Kanji-Schreibheft bestellt. In diesem Schreibheft hat man, ich zeige das mal eben, hat man verschiedene Kästen, in die man halt reinschreiben kann. Und da habe ich mich an der App orientiert, die ich jetzt nochmal kurz zeige. So, hier könnt ihr sehen, dass das ein Kasten ist, der in 4 Kästen unterteilt ist. Und so kann man sich ganz gut orientieren, wie man das Hiragana schreibt. Und dieses Heft hat genau die gleichen Kästen. Und da habe ich das dann reingemalt. Ich kann das auch mal zeigen. In der App habe ich sie immer wieder runtergeschrieben. Immer wieder. Und habe dabei noch die Silbe noch gesagt, um mir das nochmal einzuprägen. Oh, das kann weg. Was ich dann noch zusätzlich mache, ist, dass ich mir kurze Wörter angucke. Kurze japanische Wörter. Und sie aufschreibe. Ich habe jetzt mal mit Sätzen angefangen. Das ist auch wieder spiegelverkehrt, ne? Das ist ein bisschen kacke jetzt. Genau, das ist mein 3. Tipp. Ein Schreibheft bestellen und immer wieder runterschreiben. So, mein nächster Tipp ist diese Internetseite, die ich gefunden habe. Und zwar haben wir hier Leseübungen, wo man sich die Hiragana angucken kann und die Romaji dazu und die Übersetzung. Kann man hier leider nicht mehr. Und dann kann ich lesen und gucken, wie fit bin ich. So, hier haben wir Neko und Inu, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich lerne selber noch, aber ich wollte halt gerne zeigen, wie ich lerne. Und jetzt können wir uns das anschauen. Wir haben Neko, Inu, Tori, Uma und Ukami. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und was ich ganz nett finde, ist, man hat hier ein Gedicht. Und dieses Gedicht enthält alle Schriftzeichen aus dem Hiragana-Zeichensatz. Und hier kann man dann nochmal gucken, ob man wirklich alles drauf hat. Und das finde ich auch super zu lernen. Hier hat man, glaube ich, auch noch so ein paar Übungen. Das ist eigentlich das Gleiche, was die App macht. Aber das Lesen hier, das fand ich nochmal sehr hilfreich. Und da kann man nochmal gut mit üben und dann nochmal nachgucken, habe ich es jetzt richtig gelesen? Und dann kann man immer wieder von vorne lesen. Irgendwann sitzt es dann einfach. Mir ist noch beim Schneiden ein Tipp eingefallen, und zwar baut euch unbedingt Eselsbrücken. Zum Beispiel das Tor, das blende ich nochmal eben ein, damit ihr das nochmal in Erinnerung gerufen bekommt. Das Tor, finde ich, sieht ein bisschen aus wie ein T und ein O, was dann ineinander übergeht. Also finde ich jedenfalls. Und versucht, solche Eselsbrücken zu schaffen mit irgendwas, was euch einfällt. Ich war da auch ab und zu sehr kreativ. So, das waren meine Tipps, um euch zu zeigen, wie ich Hiragana lerne. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und dass es etwas gebracht hat.